Willkommen bei Bookbox. Vergessen Sie nicht zu abonnieren und für neue Videos das Glockensymbol anzuklicken. Der blaue Schakal von Bookbox neu geschrieben. Es war einmal ein Schakal namens Chandrao, der in einem mächtig großen Dschungel lebte. Eines Tages machte er sich auf die Suche nach Nahrung und wanderte zufällig in ein ruhiges Dorf. Als die Hunde im Dorf den Schakal sahen, umzingelten und attackierten sie ihn. Sie bellten wütend. Der Schakal lief um sein Leben und rannte in das Haus eines Mannes, der eine kleine Wäscherei betrieb. Der Schakal durchsuchte das Haus des Mannes und kam an einer großen Wanne mit blauem Farbstoff vorbei. Chandrao sprang in die Wanne, um sich zu verstecken. Als er die Wanne verließ, erkannten ihn die Hunde im Dorf nicht, weil er ganz blau war. In der Tat gerieten die Hunde in Panik. Am Nachmittag war Chandrao wieder im Dschungel. Alle Tiere waren verwirrt, ein so bizarres Tier zu sehen. Er hörte geflüsterte Fragen wie: Wer ist dieses Biest? Wer kann es sein? Dann kam ihm eine kluge Idee. Er stand mitten im Dschungel und verkündete: Meine lieben Freunde, fürchtet euch nicht. Brahma, der Schöpfer dieses Universums, hat mich mit seinen eigenen Händen geschaffen. Lord Brahma hatte mich zum König aller 3 Welten gemacht. Himmel, Erde und Hölle. Er sagte mir, ich solle in diesen Dschungel kommen, und da es keinen geeigneten König hier gibt, hat er mich gebeten, euer König zu sein und alle Tiere zu beschützen. Deshalb bin ich hier. Meine Freunde, ich bin euer Beschützer. Lebt glücklich in meinem Königreich. Jeder im Dschungel glaubte ihm. Sie verneigten sich vor ihm und sagten demütig: Eure Majestät, euer Wunsch ist unser Befehl. Chandrao verteilte Aufgabenbereiche. Er stellte sicher, dass sich die meisten Tiere um ihn kümmern würden. Der geschickte Chandrao verbannte alle Schakale, weil er befürchtete, sie könnten ihn erkennen. Die Tiere waren mit ihren Aufgaben beschäftigt. Der Löwe und der Tiger jagten frisches Fleisch für den neuen König. Chandrao genoss das Leben einige Tage lang, bis zu jenem Abend, als er die vertrauten Au! Au! Schreie in der Ferne hörte. Er konnte sich einfach nicht beherrschen. Instinktiv reckte auch er seinen Hals hoch in die Luft und schrie ein lautes Au! Au! Als die Tiere das hörten, waren sie absolut fassungslos. Sie fanden schnell heraus, was los war. Inzwischen erkannte Chandrao seine Dummheit und er rannte um sein Leben. Aber wie konnte er so vielen wütenden Tieren entkommen? Nun, ich muss nicht die Strafe beschreiben, die er bekommen hat.
Hallo! Falls Sie dieses Video mögen, vergessen Sie nicht, es weiterzugeben. Bitte hinterlassen Sie auch Ihre Kommentare.